Kann süß und lecker auch ohne Zucker und mit geretteten Zutaten funktionieren? In meinem Retterpaket von Surplus war diese Schokocreme dabei. Abgelaufen, aber ihr seht, das Vakuum ist noch intakt, da klickt nichts, ist schon mal ein gutes Zeichen, egal was das Mindesthaltbarkeitsdatum sagt. Und dann ist das auch wirklich so gut. Also nur Haselnüsse, Kokosblütenzucker, Kakaopulver. Schauen wir mal. Machen wir erstmal den Geschmackstest. So, einmal geöffnet. Oben ist so ein bisschen Flüssigkeit. Das ist einfach das Öl von den Nüssen. Das ist ganz normal. Habt ihr auch, wenn ihr Schokocreme selber macht, dass sich das immer mal wieder absetzt. Da einfach gut durchrühren. Und dann fiel es mir sehr schwer, da jetzt den Geschmackstest zu machen. Als Schokoholic Bekennende. Also erstmal gut durchrühren. Und dann habe ich mit so einer kleinen Gabel da mal eben kurz reingestochen, passte. Also können wir den Teig machen. Entweder nehmt ihr da Zucker oder ich verwerte weitere Reste. Hier ist noch so Dattelpaste, die ich mal für mein Dattelvideo hatte. Und jetzt nehme ich hier Mehl. Dazu kommt eine Prise Salz. So, direkt aus dem Streuer. Dann die Dattelpaste. Ich habe jetzt wirklich einfach die Reste genommen, weil ich die loswerden wollte. Ich weiß ja jetzt, wie man die selber macht und das ist viel schöner. Deswegen kommt die komplett rein. Ein bisschen Butter, Veganer können Öl nehmen. Und hier auf meinem Kanal geht es ja ums natürliche Backen. Also entweder Wasser, Kefir oder Hefewasser dazu und dann noch ein bisschen Milch. Veganer können natürlich die Pflanzenmilch nehmen. Wer es da hat, nimmt jetzt noch 1 Esslöffel milden Sauerteig. Das ist der Lievito Madre. Das ist so eine italienische Variante. Super bei Gebäck, wird schön fluffig. Dann kann ich hier schon meine Küchenmaschine bereitstellen und das Ganze ordentlich durchkneten lassen. Das genaue Rezept findet ihr wie immer unten in der Beschreibung. Es kommt aber auch noch mal zum Schluss. Pausiert dann einfach das Video und dann könnt ihr euch einen Screenshot machen. So, der Teig wird richtig schön karamellig. Guckt euch das an. Ihr braucht auch nicht die ganzen 180 Gramm Dattelpaste nehmen. Ihr könnt da auch weniger verwenden. So, der Teig ist richtig schön geworden. Der kommt jetzt bei mir in ein Glasgefäß. Einfach deswegen, weil man besser beobachten kann, wie er aufgeht. Und mit der Lievito Madre geht das ungefähr 3 bis 6 Stunden, wenn er warm steht. Ansonsten circa 10 Stunden. Guckt euch das Ergebnis an. Ist das nicht gut geworden? Der Teig ist super fluffig, wobei ich sagen muss, das ist ja so ein Zimtschneckenteig, den habe ich ein bisschen fester gemacht, also mit weniger Flüssigkeit. Denn würdet ihr den Teig weicher machen und die feste Schokocreme dann drauf streichen, kann es leicht passieren, dass der Teig reißt. Und deswegen habe ich diesen wirklich so ein bisschen fester kreiert. Also so wie das Rezept ist, so fahrt ihr ganz gut. Und den Teig mache ich mir jetzt erst einmal zu einer Rolle, denn dann habe ich es gleich leichter, den eckig auszurollen. Das funktioniert dann tatsächlich am besten. So ein bisschen Mehl auf die Arbeitsfläche und schon könnt ihr das Ganze ausrollen. Solltet ihr bemerken, dass der Teig ein bisschen störrisch ist und sich immer mal wieder so zusammenzieht, dann einfach 5 bis 10 Minuten ruhen lassen, dann kann sich das Glutengerüst entspannen und schon könnt ihr den Teig ganz leicht ausrollen. Wenn ihr merkt, dass er klebt, einfach noch mal ein bisschen Mehl hinzugeben und dann geht es los. Von der Größe her kommt es drauf an, wie ihr das haben wollt, ob das dünner oder dicker haben möchtet. Ich habe so circa, würde ich es jetzt schätzen, in der Breite so 40 Zentimeter gehabt und in der Länge ja so 30 Zentimeter. Das würde ich jetzt so, aber nagelt mich da jetzt nicht drauf fest. Ihr seht, der Teig ist so circa einen halben Zentimeter ausgerollt und dann kann die Schokocreme verteilt werden. Da hat sich wieder ein bisschen Öl abgesetzt. Das passiert natürlich. Der Teig hat ein bisschen Zeit zum Gehen gebraucht. So, also nochmal schön umrühren. Ihr könntet, wenn ihr wolltet, noch ein bisschen Fett, wie zum Beispiel Öl oder ein bisschen Butter drauf bestreichen.
Ich finde aber, die Schokocreme, die reicht aus und ihr werdet das Ergebnis hoffentlich genauso feiern wie meine Familie und ich. Also die waren ruckzuck weg. Ein, zwei haben auch noch Arbeitskollegen bekommen. Also die waren sehr begeistert. Vor allem, es ist zuckerfrei. Also wirklich so lecker und dann auch noch zuckerfrei. Also ich habe wirklich gedacht, Mensch, ich sündige hier, ich nasche hier und musste dann immer wieder mich dran erinnern, dass das ja ohne Zucker ist. So, das verstreiche ich jetzt hier. Das könnt ihr, wie ich, mit der Teigkarte machen. Und ihr könnt es schon erkennen, es ist tatsächlich so ein bisschen schwieriger. Und das ist der Grund, warum ich den Teig fester gemacht habe. Wenn ihr das wie ich machen wollt, könnt ihr jetzt hier auch nochmal Haselnussstückchen drauf verteilen. Ganz nach eurem Geschmack. Wir wollten wirklich nochmal die nussige Komponente unterstützen und auch so ein bisschen Crunch mit dabei haben. Also nicht nur weich. Und dann war in dem Retterkarton hier noch die Heidelbeerflocken. Auch die ein bisschen abgelaufen. Und da war ich sehr gespannt, weil es wirkte ein bisschen kompakt. Aber das Einzige, was da passiert ist, also die waren noch wirklich gut zu gebrauchen, die haben ein bisschen aneinander geklebt. Das ist aber überhaupt nicht schlimm. Hier könnt ihr es erkennen, das war so zu Bröckchen. Die konnte man aber ganz leicht mit so ein bisschen Händedruck, hier seht ihr es, einfach völlig auseinander klamüstern. Das ging. Ansonsten könnt ihr das Ganze auch noch mal eben trocknen. Dann kleben die auch nicht mehr zusammen. Also auch hier wieder eine schöne Resteverwertung und eine leicht säuerliche Note, die ihr dann noch mit dabei habt. Dann habt ihr wirklich so einen Umami-Geschmack bei euren Schokorollen. Rollt das Ganze dann der Länge nach auf. Ich gehe meistens hier von links nach rechts. Ich ziehe dann so ein bisschen den Teig, dann von der anderen Seite. Wenn möglich, achtet darauf, dass der Teig nicht einreißt. Aber wenn ihr ihn dick genug ausgerollt habt, dann sollte das eigentlich nicht passieren. Die Kanten lasse ich aus Gewohnheit immer ein bisschen frei. Hätte ich hier gar nicht machen müssen, weil die Schokocreme ja relativ fest ist. Die rutscht da auch nicht raus, wie bei einer Puddingfüllung jetzt zum Beispiel. So. Ihr seht, der Teig ist ein bisschen weich, aber es lässt sich gut händeln. Sollte er kleben, könnt ihr auch mit der Teigkarte darunter ein bisschen nachhelfen. Und wenn die Rolle gleichmäßig ist, dann könnt ihr dann eure Teigstücke abknipsen, abstechen. Und zwar habe ich jetzt hier meine Teigkarte genommen und wenn die nicht ganz rund sind, dann könnt ihr die noch ein bisschen rund formen und ab aufs Backblech. Mindestens 30 bis 60 Minuten nochmal gehen lassen, bevor ihr sie dann backt. Und dann habe ich hier Zartbitterschokolade genommen und einen Teelöffel Kokosöl, habe das Ganze geschmolzen und das muss ich zugeben, das ist der einzige Zucker, der da jetzt auf der Schokorolle ist. Wenn ihr es ganz zuckerfrei haben möchtet, bitte die Zartbitterschokolade weglassen. Ich brauchte die aber unbedingt, denn ich wollte natürlich noch so ein Eyecatcher-Topping machen. Schön mit Haselnussstückchen, Heidelbeerflocken und mit einer weiteren Zutat, komme ich aber gleich noch zu. Also ich habe so ungefähr 2 Teelöffel pro Schnecke genommen. Und dann kamen wieder Haselnussstückchen darauf. Die könntet ihr auch zum Beispiel nochmal anrösten, wenn ihr möchtet. So schön drüber geben. Dann hatte ich noch die Idee, nochmal ein bisschen Säure. Achso, ihr könnt auch statt den Himbeeren, die ich gleich verwende, auch die Zuckerstreusel zu nehmen. Da ich es ja aber schon mit der Zartbitterschokolade Zucker hatte, wollte ich es mit den gefriergetrockneten Himbeeren probieren. Die waren noch nicht abgelaufen und die habe ich dann so ein bisschen zerdrückt. Dann habt ihr noch mal so ein schönes Farbspiel. Übrigens, die Zuckerstreusel waren auch mit im Paket dabei. Und weil mich das einige gefragt haben, man muss nicht diese Abo-Box nehmen. Man kann sich auch selber Lebensmittel und die anderen Sachen, die es da alle gibt bei Surplus, einmal selber aussuchen. Also so, dass ihr nur das habt, was ihr auch wirklich haben wollt. Ich verlinke euch das Ganze mit einem wunderbaren Rabattcode nochmal unten in der Beschreibung. Also ihr bekommt da wirklich das richtig günstig, sowas Leckeres hier einmal. Ich genieße das und freue mich, wenn wir uns in diesen Videos wiedersehen.
Ich sende euch ganz liebe Grüße und ich bin bald wieder zurück. Eure Emma.